for July 13, 2019. It has been more than half a year since Trimada began 2019 with a prayer of blessing to open the area of firmly established a heavenly unified Korea. This week we will be presenting you not only news of activities happening across the world, but also a special video covering providential highlights that have occurred so far this year. We hope this video brings back those moments of joy we all shared in our joint efforts to bring about Cheongguk and create a heavenly world. With only 200 days remaining until True Parents Centenary events, we hope this video can become a source of inspiration and resolve for you all in your endeavor to realize Vision 2020. 우리에게 주어진 시간은 1년입니다. Ne? Oder steht das Datum? Nein. 31. Nein. Julia Gray is a presenter. Ja, ich hatte auch den Anschluss. Hello everyone, welcome to the HJ Global Weekly News. During a special banquet on the 13th anniversary of True Parents' entrance into Cheongguk and coronation as King and Queen of Peace, True Mother proclaimed the providence of Cheongguk, which is to bring heaven's providence toward its final conclusion. This week, we have for you some video footage of the original June 13th, 2006 events, plus True Mother's message during the anniversary banquet a few days ago. We also have some interesting news from around the world. The entrance ceremony for Cheongguk and True Parents' enthronement ceremony were held on the foundation of love that True Parents laid at the risk of their lives as they reached out to all corners of the world. This was a historic moment that marked the full unity of the parent of the cosmos and the parents of heaven, earth and humankind as the true parents of heaven, earth and humankind for the first time since the creation. 천지인 천주부와 합독 일체가 되시어 대관식을 행사할 수 있는 준비 완료를 갖추어서 하나를 영원히 시상회 천정궁정에 시봉하려는 연사를 허락하시사이 당신의 승리의 패권적 사랑의 왕후에 영원 불면 영화와 영광의 천국으로 지상해방 속방의식으로 진전 향승하게 하옵소서. The true parents of heaven, earth and humankind entered Cheongguk as the lords of truth, holiness and virtue in the presence of heads of state, former heads of state, international delegations and blessed families of all races. Joy and jubilation was imbued in every step the true parents took toward Cheongguk, joy that relieved heavenly parents' painful, bitter heart and wiped his tears. 천국 국민의 입적할 복되고 귀한 국민 여러분들이여, 천지 개벽의 후천세는 분명히 하나님과 천지인 참부모님께서 개묘태분하여 주셨습니다. 그러나 이 복되고 영광된 시대는 꽃피우고 열매 맺게 하는 일은 이제 여러분의 손에 달려있습니다. In the 7th year of Cheongguk, serving True Father in heaven and True Mother on earth, we move toward the day of the safe establishment of Cheongguk, the heavenly world. On the 13th anniversary of entering the palace, True Mother hosted a special banquet for senior leaders from Korea and Japan. She renamed the Cheonji Sunhakwan as Cheonwon-gung and announced the day of its inauguration as Cheongguk's firm and eternal settlement.
필체 성신으로 이 세상을 흔들어 재창조하시는 것을 알게 허락하여 주시옵소서. 영육계를 치리하시는 천정궁을 중심하고 지상세계를 치리하시는 천원궁 완성을 위해 새롭게 결의하는 이 시간이 되게 하여 주시옵소서. After Korean Church President Reverend Lee Ki-song's invocation and Mrs. Wonju McDevitt's Hundok reading, Secretary General Yoon Young-ho gave a special report on the global providence and the 2020 events being prepared. 내년 2월 그 한 날을 놓고 우리는 해나가야 한다. 그게 어머님 결의셨습니다. 국가복귀와 종족복귀를 놓고 완벽한 세계적 위상의 성탄과 성원 행사를 준비를 합니다. Directors Kim Jong-kwon and Kim Sok-byung of the Tongil Foundation and the Magnolia Foundation respectively then reported on Cheonwon-gung's construction. They provided details of the building which will serve as a cultural center, and Cheonil-guk's administrative headquarters that will preserve and show the lives and works of our true parents for the generations to come. After listening attentively to the reports, True Mother referred to the fundamental principles of creation and gave her blessing on all the blessed families so that they may be victorious as central families in the providence. 아직도 안타까운 일은 섭리에 종주국이 되어야 할 이 한 민족이 등잔 밑이어도 그래서 내가 7년 동안에 눈으로 보고 확인될 수 있는 그러한 환경권을 만들어 오고 있었지. 내가 라스베가스에서 기독교 성직자들을 모아놓고 내가 독생녀다 하고 선포했어. 기독교의 갈 길, 기독교의 끝은 어디냐? 지금까지 전 세계적으로 하늘은 인류를 구원하시기 위한 그 지역에 맞는 종교를 허락하셨어. 그래서 4대 종교로 지배하게 되어서 나오고 있어. 그들의 결론은 뭐야? 그들의 결론도 독생녀 참 어머니야. 알겠나? 그 말은 내가 지상에 있는 동안에 이 민족이, 이 나라의 백성이 참 어머니로, 참 부모로 모시는 날이 와야 돼. 알겠어요? 여러분들이 지금 중심 인물들이라고 볼 수 있는데 책임하기를 부탁합니다. In Cheonjong-gung, the holiest place in the restored New Eden, Cheonil-guk leaders redetermined to do their best for Vision 2020 Victory Day, just 206 days away. They pledged to move forward with joy into the eternal kingdom, where people of all races welcome true parents as the King of Kings. On July 13th, True Mother conducted the inauguration of the Hyeojong-rang Group in Cheonjong-gung. Through Dr. Yoon Young-ho's report, participants who were senior high schoolers were able to hear uplifting news about the recent providence and how True Parents' vision is becoming a reality. Mother specially guided the 130 students who are soon to graduate high school and begin a new stage in their life, bestowing on them the name Hyeojong-rang and blessing them to become proud, blessed children who become the light and hope of the world. 너희들은 6,000년 만에 참 부모에 의해서 탄생된 효정랑이다. 그러니
6,000년 만에 할부모님의 꿈, 인류의 소원이 이루어지는 섭리사적 역사적인 완성기야. 천일국 7년이야. 여기에 너희들이 하늘 부모님께서 오랜 역사 노정을 통해서 기다리고 기다려 찾은 6,000년 만에 찾은 내 사랑하는 아들이구나 딸이구나 사랑하고 싶다 하실 거야? 너희들로 말미암아 76억 인류가 너희들을 따라서 하늘 부모님의 품으로 들어올 수 있는 그러한 중심 인물, 섭리의 완성을, 천일국의 안착을 그들에게 보여주는 아주 자랑스러운 효종랑이 되어라. 내가 믿을게. 사랑한다. True parents have educated members of our young generation to live according to the Word, a generation that true parents helped bring into life by bringing their parents together in marriage through the blessing. Called to join to the ranks of Hyojongran, the young people sang songs expressing their love for true parents, their commitment to fulfill God and humanity's dream, and to usher in a hopeful future. In the Democratic Republic of Congo, in 2 ceremonies, 234 marriages were blessed. Through these ceremonies, the family of Mamandi Ikono Diedone completed the blessing of 430 couples. The National Family Federation works with the goal of being 120 Heavenly Tribal Messiahs for 2020, and for this is preparing a blessing of 10,000 couples in Mengdombe province. In Hong Kong for 3 days, the Family Federation, together with the Confucius Academy, held a Hyojong seminar, a Hyojong awards ceremony, and a marriage blessing. The first day in the seminar, the concern for family problems affecting Hong Kong and the rest of China was shared, and solutions were sought in Hyojong character education materials. On the second day, we held the Filial Piety Essay Awards. That day, with the presence of teachers, parents and students, we began a seminar on filial piety and the value of the relationship between parents and children. In the essay contest, 9 people received awards. We shared a collection of the selected works, prompting parents and children to share some moments of deep affection. Additionally, we appointed 60 adults and 30 young people as ambassadors of Hyojong and presented a special award to Dong Yun Kai, who has been teaching the values of Confucianism for 40 years. On the third day, we celebrated a tribal Messiah blessing ceremony of 200 couples. With the blessing, made possible thanks to the active cooperation of a local deputy, 60 new blessed families were born. The Hong Kong Family Federation plans to hold 6 blessing ceremonies this summer and a meeting with community leaders. In Toronto, Canada, UPF held a blessing for 200 leaders from 5 different Asian Canadian associations in Ontario Province. UPF Canada, through continuous exchanges with various intercultural associations, regularly spoke to the association's members about True Parents Peace initiatives and the True Family Blessing movement. The Chonjong-gun Family Department has been teaching about the H.J. Chonbo Providence in Korea and Japan.
leaders from all the sub-regions of Korea and Japan reaffirmed their conviction and determination that the way to realize God's dream is through fulfilling the Heavenly Tribal Messiah mission. True Mother has bestowed the name Chonbo, Heavenly Treasure, on families that fulfill their Tribal Messiah mission. In addition to having the honor of being registered in the Chonbo 1, each of the families will have the honor to participate together with 43 representative couples of their tribes in the Chonbo registration ceremony to be held in Korea on February 7th next year. Pope Francis received a delegation from UPF's international headquarters. UPF Chair Thomas Walsh and Secretary General Taj Hamad, together with the Egyptian ambassador to Italy, held a meeting with Pope Francis in which they introduced UPF activities and True Parents' vision and explained about the 2020 summit. The meeting was an excellent opportunity to strengthen cooperation between the two faiths in order to realize peace for all humanity. In the town of Wakanai in Japan, UPF launched the Peace Road Korea-Japan 2019. UPF President Moon Yeon-ah, accompanied by Moon Shin-sun and Moon Shin-jin, rode bicycles at the start of the Peace Road in its 7th consecutive year. Hand in hand with Japanese second-generation youth, True Parents' grandchildren exclaimed, "We are one, and we will march from Wakanai to Imjinga," full of feelings of hyojong and eager to realize True Parents' dream. Young people of both countries are crossing Hokkaido in adverse weather conditions under heavy rain in a march that ends on August 5th in Kyushu and restarts from Jeju Island, Korea on August 6th. In Côte d'Ivoire in Heavenly Africa, members appointed ambassadors for peace and launched Peace Road 2019. In the presence of 200 leaders, 10 politicians and artists were named ambassadors for peace. The new ambassadors committed themselves to making untiring efforts in the interests of unity and peace. The Hyojong Academy and European UPF together inaugurated the 29th International Unification Thought Symposium and the Symposium on Hyojong in Berlin, Germany. This event was celebrated 30 years after the fall of the Berlin Wall and German reunification, with the aim of learning from the historical experiences of this reunification. Participants debated integral issues that affect society. They proposed changes based on new scientific paradigms that support studies on Godism. All this occurred among a diversity of topics, such as the practical application of the principles of coexistence, co-prosperity, and universal values. Members of the Women's Federation in Paraguay visited the Lambaré Public Hospital to bring help to those affected by recent flooding in the area. These donations were made possible thanks to the support of the Women's Federation of Japan, given out of solidarity with those who have lost all their belongings. More than 100 Korean, Japanese, and Taiwanese religious leaders came together to help resolve the situation in Northeast Asia and to seek solutions for lasting peace. The Interreligious Association for Peace and Development in Asia seeks to strengthen the solidarity of religious leaders in the region, creating an interreligious movement that mediates in the restoration of relations in Japan and Taiwan. In the Solomon Islands in Oceania, YSP organized a Hyojong Peace Festival. 280 students from 4 schools and 10 student associations attended the event, making it a space for cultural activities that describe true love and create bonds between young people of different religions and cultures. In addition, the youth leaders appointed as peace ambassadors have committed themselves to continue working and cooperating with YSP. In Heavenly Japan, the 2019 workshop for Sunhak scholars was held with the participation of 45 students. They held the workshop to clarify their academic aspirations, establish a network of scholars, and help them plan their careers.
On the first day, there were lectures and practice sessions on leadership and specialization. Career groups were created, and there was a short session on UPF youth. On the second day, under the theme Goal Setting and Career Planning, they discussed concrete plans for fulfilling their dreams. In order to give back to True Mother the grace received, the scholarship recipients promised to study diligently and grow as capable leaders. A 4-day workshop on Hyojong character education took place in the Dominican Republic in the Caribbean. The seminar's objective was for the young people to experience God and True Parents' hearts, to have a clear understanding of their life's purpose, and to develop themselves as leaders of peace. In addition to the conferences on pure love and character education, they received guidance in preparing for the blessing. The participants were grateful for the opportunity to gain wisdom and enlightenment and to grow as mature adults. In Uruguay, in Latin America Subregion 2, a 4-day international seminar for Sangha students was held. Some 40 middle and high school students from Uruguay and the wider region received lectures with content from the Ilshin program on the importance of pure love. They celebrated the first opportunity in the country to take the Pure Love Pledge. The young people promised not only to be physically and spiritually pure before God, their parents and their future spouses, but also to share with others all that they had received from True Parents. The 4th Peace Cup football tournament took place in Italy. 50 young people, divided into 4 teams, competed in an inter-ethnic football tournament for a day of competition and integration between young people living in the same territory but belonging to different nationalities, cultures and traditions. 2 churches in South Chola Province, Damyang Church and Kwansan Church in Gwangju City, were recognized for their work to promote the opening of the Heavenly Unified Korea. At a service at the Kwansan Church, District Director Woo Jang-soo reported on progress made. Church President Lee Gi-sung presented plaques of recognition. At the service in Damyang Church, the program similarly included speeches, testimonies and presentations. In a sermon entitled, "What is God Planning?" Church President Reverend Lee Gi-sung called for members to fulfill their tribal Messiah missions and said he expected to see miraculous events for the rooting of family churches as if by True Mother's own hands. On that day, the members of both churches renewed their determination to pour their utmost efforts into the restoration of the nation of Heavenly Chola Province and the safe establishment of the age of a Heavenly Unified Korea. The 2019 Families of Peace Festival in Okinawa took place in the extreme south of Japan with about 1,700 people, including 2 members of the National Assembly, about 30 local board members and 1,000 new members of our movement. Okinawan members have been praying every night for the success of this festival. As part of the event, Chonbo Training Center Assistant Director Lee Myung-kwan held the H.J. Chonbo Spiritual Works and introduced the grace of the Prayer Wish Papers so that all might enjoy a healthy and happy life through the spiritual blessing given by True Parents. A Chanyang session then led many to experience a fervent spiritual revival and to know firsthand the amazing grace of the Chonbo Spiritual Works. On celebrating the 13th anniversary of True Parents' entrance into Cheonjeong-gung, the central holy ground of True Parents' providence and will, True Mother blessed the Cheonwon-gung, a new building, the construction of which is in its initial stages. Cheonwon-gung will be a place where everyone can connect with and inherit the legacy of True Parents' lives. It will also be an educational center, an administrative center for God's providence. On the foundation of the victories to be achieved in 2020 next year, Cheonwon-gung will be dedicated to God. The day of its commissioning will be the day Heaven's providence is brought to a new level of fulfillment. The day Cheonil-gung is firmly established forever. This concludes our news report for today. Thank you for joining us. Best wishes for the week ahead.
das? Gloria und Maximilian sind so weit hinten. Und Martin. Kann man das Licht machen? Okay. Ja, es ist immer wieder toll, so zu sehen, was so in der Welt läuft. Und bald wird München auch mal präsentiert sein auf der Leinwand. Immerhin in Berlin haben wir gesehen, ja. Das soll eine sehr schöne Tagung gewesen sein. Da waren Koreaner da und europäische Politiker und so weiter. Das war hauptsächlich organisiert von unserer deutschen Bewegung, aber der Christian Hausmann war da der Motor dahinter, den hat man gar nicht gesehen hier. Und natürlich Europäisches Büro. Ja, und heute Nacht gab es ja auch, hat es jemand gesehen, heute Nacht um 3, da hat die wahre Mutter auch gesprochen bei einem großen Family Festival in Korea, aber in einer der Provinzen Gyeongsang oder Gyeongsang, da wo vor 100 Jahren genau dieser Aufstand begonnen hat von dieser jungen Frau. Und die wahre Mutter hat da heute Nacht gesprochen. Also bei uns, unserer Zeit, heute Nacht um 3, aber ich habe es leider auch nicht gesehen. Ja, dann beginnen wir unseren nächsten Teil des Gottesdienstes und singen dann ein gemeinsames Lied. Nummer 5. Genau. Ja, danke schön. Dann begrüßen wir unsere wahren Eltern, den himmlischen Vater und himmlische Eltern, unsere wahren Eltern. Chunji, Pomonke, Kyongbe, Paro. Und dann sprechen wir ein Gelöbnis, ein Abschnitt des Gelöbnisses, Familiengelöbnis Nummer 8. Wir als Familie und Bürger des Himmelreichs, gegründet auf wahre Liebe, glauben, dass in die eine Einheit der Liebe zwischen Gott und Mensch, für absoluten Glauben, absolute Liebe, absoluten Gehorsam im Zeitalter von Chuneguk zu verwirklichen und im Bereich der freien und völligen Erlösung Zeit des Gottes auf Erden
in der geistigen Welt zu vollenden. Unsere lieben himmlischen Eltern, wir sind voller Dankbarkeit für den heutigen Tag. Wir gedenken an unsere wahre Mutter, die heute Nacht wieder gesprochen hat und so intensiv sich einsetzt für die Wiedervereinigung Koreas und dass Korea wirklich dein Land wird, wie die wahre Mutter vorhin gesagt hat, the flagship of the Providence, soll Korea nicht nur, es ist es schon, aber noch intensiver werden und mögen auch Japan und Korea sich vereinigen und Amerika als Schutzmacht dieser Länder seine Verantwortung erfüllen als auserwählte Länder. Wir beten von ganzem Herzen für unsere wahre Mutter, für ihre Gesundheit und dass sie alle ihre Visionen, die sie hat, als Ideen, die sie hat, mit uns zusammen erfüllen kann. Und wir wünschen uns, dass wir immer wach sein können für die wahre Mutter und für alles, was in der Welt zu geschehen hat, dass wir nicht zurückbleiben, sondern mit ihr mitgehen und den Weg bereiten für dein Reich, dass es sehr bald wirklich Substanz annehmen kann in dieser Welt. Wir danken dir jetzt für diesen Morgen und wir beten, dass du durch Jesus sprechen kannst, die heute ihr Zeugnis geben wird. Das beten wir zusammen in unserem eigenen Namen. Amen. Ja, Ankündigungen. Also was so Projekte betrifft, hätte ich jetzt gerade zunächst nur das, dass wir nächsten Sonntag in Hurlach eingeladen sind zu einem Grillgottesdienst um 12 Uhr mittags. Ja. Also zu einem, und da sind auch herzlich Gäste natürlich eingeladen. Und es ist gar nicht so schwer, jemanden zum Grillen einzuladen. Ja. Das ist mal die Chance auch, Freunde, Nachbarn, Jugendliche, kommt doch mal mit, da gibt es ein tolles Haus in Hurlach im Landkreis Landsberg. Da können wir hinfahren und mal miteinander einen Nachmittag verbringen. Dann möchte ich aber nicht vergessen, dass gestern unsere liebe ältere Schwester Bertha Weidner, war das gestern? Vorgestern in die geistige Welt gegangen ist, mit 95 Jahren, gesegneten 95 Jahren. Und wann die Sumba-Feier sein wird, werden wir bestimmt noch erfahren. Ja. Und da sind natürlich auch Geschwister eingeladen, da teilzunehmen. Das können wir alles noch besprechen. Wir sind sehr dankbar für Frau Weidner. Sie hat nicht nur die Familie geliebt, sondern auch war sie ein leuchtendes Beispiel so für unsere Eltern, unsere Gemeinde, der Elterngemeinschaft. Und sie hat immer im Gebet uns alle begleitet und wir wünschen ihr wirklich alles Gute in der himmlischen, geistigen Welt. Wir freuen uns, dass wir so tolle und Brüder haben, die schon alles für uns bereiten da oben. Also wir können, wenn wir auch da mal hingehen, wir haben schon viele Freunde dort und Freundinnen dort, ältere Geschwister dort. Also wir brauchen keine Angst haben vor dem Hinübergehen in die geistige Welt. Ich vielleicht manchmal immer noch so einschleichen mag. Ja, dann fällt mir jetzt gerade nichts anderes ein. Ja, oder muss ich noch was sagen, Brigitte, gibt es noch irgendwas, Jesuk? Momentan, was vielleicht noch, aber das können wir danach besprechen. Der Mike Balkam hat uns bei der letzten Zoom-Konferenz daran erinnert, dass
es sind, glaube ich, noch 26 Tage bis zum 7. Anniversary von Vaters Sumba. Und da hat er eine Gebetsbedingung begonnen und hat da bei der Zoom-Konferenz eingeladen, da mitzumachen. Ich weiß, aber er hat nicht gesagt, was er macht oder wie man was machen kann. Und es waren bei der Zoom-Konferenz noch 100 Tage bis Mutters kommen nach Tirana. Das besprechen wir dann danach nochmal. Ja. Also wir haben genügend zu tun, uns einzustimmen und mitzumachen. Jetzt käme dann der nächste, das ist die 100K-Lesung. Mal was ausgesucht. Die Gloria, ja, da freuen wir uns jetzt auf Gloria. Das Familienleben. Es muss Klarheit darüber herrschen, wie Einzelpersonen und auch Familien sich zu verhalten haben. Die unklare Lebensweise, der ihr in der Vergangenheit gefolgt seid, muss in eine zielgerichtete Lebensweise umgewandelt werden. Wenn wir im Stillen alles zum Wohl Gottes opfern, wird er uns beschützen, Gott wird mit Sicherheit an unserer Seite sein. Eure Familie sollte eine Familie der Liebe sein und ihr solltet ein öffentlich gesinnter Ehemann und eine öffentlich gesinnte Ehefrau und öffentlich gesinnte Eltern werden, die auf Gottes Liebe ausgerichtet sind. Seid keine Ehemänner, Ehefrauen oder Eltern, die ihren persönlichen Vorteil suchen und nur für sich selbst leben. Wenn die Eltern ernsthafte Bemühungen unternehmen, nicht vom himmlischen Weg abzuweichen, werden die Kinder niemals ungehorsam werden. Die Familie sollte wiederhergestellt werden. Es gibt kein größeres Zeugnis als das. Ehemann und Ehefrau sollten früh am Morgen aufstehen und unter Tränen beten, während sie die Hände ihrer Kinder halten. Wenn sie das tun, werden ihre Kinder, wenn die Eltern nicht zu Hause sind, sich nach ihnen sehnen und für sie singen, während sie auf ihre Rückkehr warten. Als ihr allein wart, geschah alles, wofür ihr gebetet hattet. Aber wenn in der Familie jemand gegen euch ist, solltet ihr dieses Kreuz tragen und nicht aufgeben, bis ihr den ursprünglichen Standard erreicht habt. Allein seid ihr wie ein Waggon eines Zuges und die Familie ist wie eine Lokomotive. Es ist leicht, den Fehler einer Einzelperson wieder gut zu machen. Aber wenn in der Familie ein Fehler passiert, wird das zum Ruin führen. Die Familie, in der die Kinder sagen können, Papa, wir lieben dich, Mama, wir lieben dich, es gefällt uns sehr, wenn ihr euch lieb habt, wird zu einem Ort der Geborgenheit für sie. In einer Familie muss es ein solches Fundament geben, dass der Sohn dem Ruf des Vaters mit Begeisterung folgen kann. Aber auch wenn ihr Kinder habt, was nützt das ohne eine Nation? Es hat keinen Wert, den ersten Platz einzunehmen oder irgendeine andere Position als Familie einzunehmen, wenn wir keine Nation errichten können. Gesegnete Familien sind die Verkörperung der Hoffnung für alle. Aber wenn sie darin versagen, die ihr aufgetragene Verantwortung zu erfüllen, dann werden sie eine Familie der Verzweiflung werden. Dankeschön. Danke, Gloria. Und ich glaube, jetzt geben wir das Wort an Jesuk. Guten Morgen, liebe Schwester. Also die Predigt ist so geschrieben, für mich so ein sehr fremdes Wort, aber ich erzähle etwas meiner Kindheit und wie zur Kirche gekommen ist. Da erzähle ich heute. Zuerst, ich habe 3 Teile geöffnet, vor der Kirche gekommen, in Korea-Situation und unsere Familiensituation und als ich geistige Welt erlebt, die Sachen erzähle. So erste Linie in Korea, nachdem japanische Kolonie her 36 Jahre in Koloniezeit sehr schlimme Zeit gehabt und nachher wieder koreanischer Krieg gekommen. In Korea war wirklich, wirklich schwierige Zeit. Damals ist Bangladesch besser als Korea. So schlechtes Leben gehabt. So, meine Kindheitszeit sehe ich, dann jetzt ich lebe so Luxus, pure Leben. Warum heute habe ich die Tuch mitgebracht? Das war
unsere Kinder, unsere Jugendliche Schulranzen was. Ja, die Schulranzen. Wir haben keinen Schulranzen gehabt damals. Und jemand sowas Tuch hat, auch reiche Familie. Manche Schulranzen war Mamas Rock oder Papas Unterhemd kaputt ist, geschnitten und Schulranzen gemacht. Und dann wir haben getragen. Und manche haben jetzt oft, ich sage meine Kinder, ihr habt 10 Paare Schuhe, so viele Schuhe. Ja, wir brauchen Mama Schuhe. Und dann ich sage, wir haben im Jahr nur ein Paar Schuhe. Ob die jemand hat, dann ist auch glücklich. Die manche haben nur Gummischuhe, ganz kaputte Schuhe oder keine Socken gehabt. Socken hatte hier große Loch gehabt. Das ist so froh, jemand das hat. Und dann Handschuhe oder Schal, Mütze, das ist so Luxus, das sind eigentlich so gelebt. Aber jetzt ist in Korea sehr, sehr reich zu sagen. Heute, genau gestern, unsere Kirche auch so schwierig, aber jetzt ist Cheonjeong-gung, überall große da. Dadurch, ja, wir Korea haben ja, und dann, also jetzt sehe ich Afrika oder sowas, Bilder sehe, dann genau, meine Kinder hat zurückgehen. Manche Kinder haben so Essenmangel, Nahrungsmangel gehabt und hier viele, so, wie sagt man, Ausschlag und so gekommen. Und zum Beispiel unsere Dorf haben im Jahr 2-mal Schweine schlachtet. Zuerst der innere oder das Blut, große Kochtopf gekocht und erst den Kindern gegeben, dieses Protein, Eisen und so. Und die Kinder waren so glücklich, hatten Essen umsonst gekriegt. Und im Jahr, ich habe oft, wir haben keine Süßigkeit zu Hause, kein, also, wie sagt man, Schnapperzeug sagen dann zu Kindern, ich habe im Jahr 3-mal Bonbon gegessen, sonst kein Bonbon gekriegt. Ich sage, was erzählst du? Das war in Korea, war, ne? Und dann unsere Familie ganz kurz erzählen. Meine Familie haben praktisch meine 8 Geschwister gehabt. 2 sind, ich weiß nicht, wann gestorben ist. Und praktisch, ich habe 5 ältere Brüder und der jüngste einzige Tochter so gelebt. So, meine Familie sind kleiner Ort, aber etwas finanziell ein bisschen lockere Familie hat so gelebt. Wir haben Essen genügend gehabt, Anziehen auch genügend gehabt. Aber unsere Familie war sehr interessantes ich sag mal Kaufhaus oder Religion, so UPF war schon. So, meine Großmutter, Papa-Seite Großmutter sie ist Naturglauben gehabt, Natur. Sie ist jeden Morgen früh um 4 Uhr steht auf, kaltes Wasser vom Brunnen geholt und die duscht und betet für ihre Vorfahren, Dankbarkeit und ihre nachfolgende Nachfolger. Das war meine Großmutter, jeden Tag. Und Mutterseite Großmutter ist Christianity. Sie war auch genau gebetet, wahnsinnig so viel. Und mein Vater war Konfuzius. Ja, und mein Vater hat uns erzählt, nur moralische Sachen, Ethik-Sachen, sehr gut erzählt. Und meine Mutter ist Buddhismus. So, meine Mutter ist jeden Monat einmal geht Buddhist-Tempel, sie geht dahin beten. Aber vor dort eine Woche Tempel gehen, sie isst nicht Fleisch, kein Fisch, nur Gemüse und Reis. Sie ist schon vorbereitet. Und die Tempel von unserem Haus zum Laufen, 4 Stunden lang laufen. Und sie geht da beten. Und ganzen Abend betet, dann nächsten Tag kommt sie wieder nach Hause. Das war unsere Familie. Und dann neulich, ich habe meine Claudia und Godwin gesagt, ihr müsst dankbar sein. Deine Großeltern haben so viel gebetet, ihr machst auch beten. Mama, wir haben noch Zeit. Betest du unsere Nachfolge weiter? Du machst jetzt Sachen.
dadurch ist unsere Familie haben ein Punkt gleiches Condition, so wie sagt man, 정성. Die 정성 war wahnsinnig gut gemacht. Dadurch, ich sage, viele Geschwister sagen, wie kannst du deine Kinder erziehen? Ich habe eigentlich nicht so viel erzählt, sondern geistige Welt unterstützte. Die Grundlage schon da, meine Urgroßmutter oder meine Mutter immer. Zum Beispiel meine Mutter sie ist so, für uns ist wie ein Gott. Sie hat Tag und Nacht betet für unsere Bruder und ich. Und sie gibt zuerst, meine Mutter war große, wieder anderes gegangen. Ja, also meine Mutter, wenn ich schwierig denke immer meine Mutter, dann kriege ich Kraft. Ich habe keine Angst. Also, immer so denke ich. Ja. Und dann, mein Bruder, so Familie war und als 6 Jahre alt war, abends, mein Bruder kommt nach Hause und sagte, mein Bruder war also 18 Jahre alt und sagte abends, Papa, Mama, ich habe ganz, ganz interessante Sachen kennengelernt, kann ich dir erzählen? Mein Vater sagte, ja, was hast du erlebt? Ja, ich habe neue Hoffnung gefunden. Darf ich da hingehen, sagte er, weil unser Land braucht eine neue Hoffnung. Und dann ich so Begeisterung hatte, und dann mein Bruder hat erzählt, und dann ich bin 6 Jahre alt. Und, ja, gut, ich habe zugehört. Ne? Und dann mein Bruder hat gleich Kirchen, die, wie sagt man, Formular so unterschreiben, Namen, Geburtsdatum schreiben, sagte, geistige Kinder, wer ist so schreiben. Und dann mein Bruder hat fotografiert und ja, ich habe erst einmal Kamera gesehen, 6 Jahre alt war. Oh, sowas gibt es auch, ne? So erlebt. Und dann mein Bruder hat die ganze Familie geschrieben und praktisch, ich bin 6 Jahre alt war, VK kennengelernt. Und aber meine Mutter war da sehr, sehr gegen diese unmögliche Sachen. Du darfst nie hingehen. Aber mein Vater hat gesagt, Tag zu Tag, lass bitte, die Junge hat seine Freude gefunden, seine Hoffnung gefunden. Wir haben ihm nie gegeben, gibt es die Gelegenheit. Was ist das Problem? Mein Vater hat gesagt. Und dann, ja, meine Mutter war trotzdem, sie ist irgendwie komisch fühlt und sie hat da Rechtsanwalt geholt und so, sie spricht mal mit ihm, mein Sohn stimmt nicht in letzter Zeit und sie hat ganz komische Sachen erzählt, unser Land passt nicht. Und dann mein Bruder sagte, na lass bitte Mama, und dann eines Tages, meine Mama ist so sauer, zur Kirche gehen und Kirchentür kaputt gemacht, soll nach Hause kommen, immer so gesagt. Das war so 2 Jahre Prozess gegeben. Und dann, als ich 8 Jahre alt war, mein Vater ist in die geistige Welt gegangen und durch meinen Vater, ich habe die geistige Welt kennengelernt. Vor der Sterben, mein Vater hat gesagt, heute meine älteste Schwester gekommen, sagte. Und dann meine Mama sagt, deine älteste Schwester ist schon gestorben. Was soll das? Nein, sie war hier. Sie hat meine Reise Geld gegeben, Aktion gegeben, sagte. Und meine Mutter, jetzt ist sie nicht mehr lange lebt, meine Mutter hat gedacht. Ne? Und dann die Aktion hat mein Vater gesagt, ich brauche die Reise nicht so viel Geld. Du brauchst mehr Geld mit Kindern. Ich gebe 50 Won zu dir und 30 Won ich nehme mit meiner Reise. Und er sucht die Tasche und kein Geld da. Und dann ich habe auch, geistige Welt ist es so, arbeiten. Und dann Stunde später sagte mein Vater, Jesu gerufen Mama, warum denn dann? Dann sagte er, ja komm doch mal, was? Ja, meine Freunde speisen hier jetzt. Kannst du mal bitte Essen geben? Der möchte mit mir unterhalten, sagt. Was unterhalten? Ja, möchte gerne unterhalten. Das war schon mein Vater abholt. Er ist noch nicht gestorben, aber geistige Welt war zu Hause. Und dann meine Mutter, immer jemand stirbt, vor der Sterben 2 Leute, ungefähr 12 Stunden hin und her geht's. Und unterhalten. Und dann meine Mutter geht gleich Küche, sie kocht, sehr gut gekocht.
und kochte und Essen draußen lassen. Das heißt, in Korea denkt, diese Familie, bald jemand stirbt, so denkt sie. Da haben also 8 Jahre alt war, ich habe, geistige Welt gibt es so erlebt. Und dann, und dann mein Vater ist gestorben und dann ein bisschen Schwierigkeit, aber meine Mutter war stark genug. Ich muss es schaffen, ich muss mit meinen Kindern weitergehen, sonst geht nicht. Und sie hat 2 Gründe. Ich bin geboren ganz unten, also Landkarte ganz unten, Hennam heißt, ist Südwest. Und dazu umgezogen, jetzt Flughafen, diese Umgebung umgezogen und dauert damals mit dem Zug 10 Stunden muss man fahren. Das hat wahnsinnig lange gedauert. Meine Mutter hat gesagt, wenn ein kleines Dorf wohnt, eure Ausbildung klappt nicht. Wir müssen in Großstadt gehen. Und meine Mutter hat alles eingepackt, nach Inten umgezogen und dann war wirklich ihre Schlimmste erlebt. Die Inten, die Stadtteil eine ist nur Flüchtlingerlager war. Ja, da gibt es kein Wasser, keine Kanalisation oder was. So wirklich oft ich sehe Flüchtlinge, die Zelte, ich sehe, wir haben auch so gelebt. Aber diese eine Sprache ist das gleiche, ne? Aber nicht eine andere Land, sondern eigenes Land. Aber da haben meine Mutter keine Hoffnung abgegeben. Wir schaffen das, immer so gesagt. Zum Beispiel die Inton war, kurz erzählt, diese Area war ungefähr 500 Leute gelebt, aber Toilette haben 20 Stück gehabt. Wie viel Minuten dauert es zum Toilette gehen? Also ungefähr 20 Minuten dauert, muss man rennen. Wir haben keine Toilette oder sowas. Die Toilette war außen und die, Entschuldigung, muss man sagen, die Toilette geht zum Meer, Meer. Manchmal ist so interessant. Aber jetzt in Korea, die Leute merken kaum. So Geschichte erzählen die jungen Leute, was, in Korea sowas gegeben? So, ja, deine Großeltern, deine Onkel, Tante, fragst du mal das. Das wir haben nie erlebt, sagt man. Der Inton gekommen ist 2 Gründe. Eine ist unsere Ausbildung und zweite ist, meine Mutter mag mit der Kirche, mein Bruder weitergehen. Und sie hat gedacht, wenn wir Inton gehen, dann gibt es keine Kirche mehr gedacht. Aber Inton kam mein Bruder jeden Abend geht irgend sucht. Dann habe ich gefragt, Bruder, wo gehst du hin? Ja, ich suche etwas. Aber Mama nichts sagen, das ist geheim, sagt er. Und eines Tages, Jesus, gehst du mit mir? Und das war Kirche gefunden. Und das war kleine Kirche, damals so nur junge Leute waren da in der Kirche. Und dann die Kirchenleiter erzählt und Geschichte erzählt, mir ist so müde und egal, das ist so 8 Jahre alt, 9 Jahre alt, jeden Sonntag und Mittwochabend Gottesdienst gegeben und ich habe nur geschlafen. Ich habe überhaupt kennt. Und dann trotzdem mein Bruder so, danke schön, aber das ist geheim, nicht zu Mama sagen. Und er kauft immer zu mir einen Apfel oder die Hotdog, also koreanische, diese Kuchen gekauft. Und dann, okay, das war, ich bin so glücklich Essen bekommen, schon niemand sowas Luxus gekriegt. Zum Beispiel noch eine muss man sagen, ich habe erste Bananen gegessen, 9 Jahre alte Banane gegessen, kannst du wie glücklich war? Also ich habe Banane gegessen, monatelang meinem Freundeskreis erzählt. Und ich habe mit dem Schale alles gegessen. So Korea war so. Und dann eines Tages mein Bruder sagt, Mama, ich habe neue Hoffnung wieder in Inseln entdeckt, gefunden. Kannst du mal dahin gehen? Meine Mutter hat, was machst du wieder? Wir müssen hart leben und was machst du? Und so. Und mein Bruder sagt, nein, ich habe gefunden. Aber Mama geht mal einmal zu Lehrer Mun, damals wir haben genannt Lehrer Mun 선생님 Vortrag einmal zuhören gesagt. Dann nach dem Zugehör
kannst du gehen oder mitkommen, sagt. Okay, und meine Mutter ist 1968 nach Seoul gegangen und dann sie hatte Abunim Rede gehört. Und diese Rede war mit Japan und Korea Zusammenarbeit. Und dann meine Mutter ist okay, ich folgt Reverend Moon jetzt. Und ich gehe nicht mehr Buddhist und sie hatte Buddhist die Sachen alles gebrannt und dazu Kirche gekommen und war so treu geblieben. Das war meine Geschichte bis Kirche gekommen. Aber eins möchte ich sagen, wirklich, ich bin so dankbar, meine Großeltern, die jeden Tag Gebetbedienung gemacht für unsere ganze Familie. So, okay, danke schön. Diese Hefte seit 2011 Jahre geschrieben, irgendwie Gedanken zur Kirche, mein Lebensgedanken. Ich schreibe kurz etwas sowas. Okay. Ja, das sollten wir alle. Das sollten wir alle machen. Immer wieder was aufschreiben. Ne? Ich glaube, ich muss nicht mehr so viel sprechen. Okay. Das sollten wir alle machen. Immer wieder was aufschreiben. Oder sich hinsetzen und das ganze Leben aufschreiben ist vielleicht schwierig auf einen Schlag, aber so schrittweise, gute Idee. Ja? Immer wieder so eine Seite mal schreiben oder mal eine Erinnerung niederschreiben, die es so gibt. Ja, eigentlich so viel für Dankeschön für das Zeugnis nochmal. Das war ja schon sehr speziell. Man muss immer wieder sich das vor Augen halten, wie die Wurzeln waren. Ja? Dann kann man auch verstehen, wie die Blüten dann werden können. Ja, jetzt hätten wir noch einen dritten Teil. Moment bitte. Ja, okay, der Dr. Okay. Ja? Irgendwas stimmt nicht. Okay. Moment bitte. Also jetzt kommt ein bisschen Meditation.
Jesus, I come. Dann singen wir noch ein Lied zusammen. Nein? Nee, direkt, ich hoffe, das PowerPoint. Wir wollten aber, haben wir das jetzt vergessen, die Kollekte rumzugeben. Dann können wir die noch. Kollekte kommen nach hier. Also, der Mike Balcom hat uns, wie ich das vorhin kurz erzählt habe, uns gebeten, da diese kurze PowerPoint zu zeigen. Nämlich am 25. bis 27. Oktober findet in Tirana ein großes Gipfeltreffen statt. Und da kommen auch amtierende Staatsoberhäupter und ehemalige Staatsoberhäupter, meistens so aus den umgebenden Ländern, Kroatien, Serbien, Kosovo und so weiter und so weiter. Die kommen dahin und wir sollen auch da, wir sind auch aufgefordert, da jemanden hinzuschicken. Inwieweit wir da auch selber hinfahren können, das wird uns noch später erklärt werden. Aber wir können da bestimmt auch teilnehmen oder jemand aus der Gemeinde hinschicken. Kannst du noch das nächste Bild? Also das ist das voraussichtliche Poster. Tirana, 25. bis 27. Oktober, Konferenz, Family Festival, inklusive Segnung, allem drum und dran. Und die Mutter wird da an einem dieser Tage da hinkommen und sprechen. Nächstes Bild. Und das wird die Halle sein, Concert Hall, View from the Outside. Eine riesige Halle, in der der Vater schon mal gesprochen hat. Nächstes Bild. Das ist also Zuhörerschaft, da passen einige tausend Leute rein. Und jetzt nächstes Bild. Da sieht man den Vater, wie er da schon mal gesprochen hat. Ja. The venue during the visit of true parents in 2005. Ja, so sieht dann ein Nebenraum aus, wo man vielleicht Victory Party machen kann oder wo vielleicht die Mutter sein wird in diesem Hotel, Hyatt Hotel. Nächstes. Ja, noch eins. Ja, das sind nur so Eindrücke. Okay. Und das ist so das einladende Komitee. In der Mitte, das ist unser Dr. Otsuka, das ist unser Member und ringsrum sind so ehemalige Exzellenzen. His Excellency so und so aus den umliegenden Staaten, die alle da mithelfen, das zu organisieren. Also wir können jetzt schon dafür beten. Das ist ja von früher schon, das ist das Einladungskomitee. Das sieht man. Also ehemaliger Präsident von Albanien, die waren Eltern schon empfangen mal. Dann der Präsident von Kroatien, Mesic, von 2000 bis 2010. Der Präsident von Albanien, Präsident von Kosovo, also ehemalige, Präsident von Bosnien-Herzegowina, Präsident von Serbien und so weiter und so weiter. Albanien nochmal. Also wir versuchen wirklich da in die höheren Kreise vorzustoßen. Und das sind so die jetzigen Präsidenten, die da auch hinkommen werden. Links der jetzige Präsident von Albanien. Und das muss das ist der Präsident rechts und der andere ist der Premierminister. Ja. Also, das sind also der Ablauf. Dann die Mutter steht da schon, die Mutter steht jetzt da gar nicht. Victory Celebration, Family Festival Blessing am 7. Oktober wahrscheinlich. Da wird die Mutter dann sprechen. Oder vielleicht schon am 26. zur Youth Students Party Rally, 2000 Young People, vielleicht da auch schon. Okay, und das ist ein Platz, wo es dann ein Gebet geben wird am Friedhof der Märtyrer. Und da wird wohl die Mutter sein. Diesem Hotel. Main Hotel, Albania, Hyatt.
Ja. Launch of Peace Road. Da beginnt die Peace Road. Okay. Gut. Budget Details, okay. Looking forward to see Trumada. Ja. Also mich fasziniert immer dieser Aspekt, das war das kommunistischste Land Europas. Das war total abgeschottet, keiner rein, keiner raus. Es soll ganz schlimm gewesen sein, Unterdrückung pur und keine Religionsfreiheit, gar nichts. Und dann ist der Kommunismus vorbei und die Leute scheinen wie so ein trockener Schwamm gewesen sein und saugen alles auf, was jetzt vom Himmel kommt. Wirklich besonders. Ja, soweit dieser Part. Lass uns beten dafür, jetzt schon, dass die wahre Mutter gesund sein kann, dass alles gut geht und dass wir wirklich gute Leute dahin bringen können. Hey, jetzt wollte ich noch Agnes fragen, wolltest du noch was sagen vielleicht zum Hinübergehen von deiner Mutter in die geistige Welt? Nur vielleicht ein paar Worte. Ja. Also wenn ich jetzt zurückdenke an meine Mutter, das, was mir vor allem immer in den Sinn kommt, ist ihre Dankbarkeit. Egal was war, ich habe meine Mutter nie sich beklagen hören, nie über jemand anderen schimpfen hören und immer dankbar. Das ist gut. Auch im Alter, als es so beschwerlich war, immer wenn wir sie gefragt haben, wie geht's? Es geht mir gut, ich bin so dankbar. Und sie hat das auch ausgedrückt. Also das kommt immer als erstes, wenn ich an meine Mutter denke. Und ich meine, im Januar haben wir noch den 95. Geburtstag gefeiert, mit Verwandten zusammen. Bin ich sehr froh, dass wir das noch gemacht haben. Das Leben zum Schluss war sehr beschwerlich. Sie war ein 100%iger Pflegefall. Weil bis vor 3-4 Wochen konnte sie immer noch sich auf den Stuhl raussetzen. Aber das ging dann auch nicht mehr. Da kam eine schwere Lungenentzündung. Da musste sie ins Krankenhaus. Und da wurde dann klar, dass die Lunge war so geschädigt. Der Körper konnte nicht mehr genug Sauerstoff aufnehmen und es hat sich Wasser gesammelt. Und dann haben wir wirklich gehofft, dass es einen baldigen und friedlichen Übergang gibt. Und sie wollte nach Hause und wir haben sie nach Hause geholt am Freitag. Um 14 Uhr wurde sie gebracht, dann wurde sie ins Bett, schön reingebettet. Sie war ganz friedlich, ganz entspannt, war nochmal voll wach. Die Mercedes konnte noch reden mit ihr. Und sie lag da so ganz friedlich im Bett und die Mercedes geht nach nebenan in die Küche und nach einiger Zeit denkt sie, oh, die Mama ist aber so ruhig. Und hat sie nachgeschaut und die Mama war eingeschlafen. Mercedes sagte, wie so ein Windhauch. Es ist einfach. Wir sind sehr dankbar, dass sie so friedlich gehen konnte, dass sie nicht zum Schluss noch quälen musste mit diesen körperlichen Beschwerden. Jetzt ist geplant die Beerdigung. Also sie ist ja noch Mitglied der katholischen Kirche. Also diese ganz normale Beerdigung wird am Freitag sein, Freitagvormittag. Und die Songwa-Feier werden wir zu Hause machen, bei der Mama im Wohnzimmer. So ähnlich wie bei der Christine damals. Einfach im Familienkreis, einfach ganz persönlich. Und das wird stattfinden am Donnerstagnachmittag. Diese Woche? Diese Woche. Okay. Ja, ich weiß, das ist jetzt, es ging leider nicht, es so zu machen wie bei der Christine. Morgens Songwa, nachmittags die Grablegung.
Das ging aus organisatorischen Gründen von der Kirche her nicht, sodass wir das zweiteilen müssen. Und jetzt weiß ich nicht, wie das für euch ist. Es ist vielleicht schwierig, an beiden Events teilzunehmen. Also die Song war am... Bitte? Die Beerdigung ist jetzt Freitag. Die Beerdigung ist Freitag, also die Grablegung. Da ist katholischer Gottesdienst und ihr kennt das ja. Aber Donnerstag ist Familie. Und die Donnerstag darauf ist dann die... Nee, vorher. Vorher. Weil ich dachte, es ist schon gut, das vorher zu machen. Die Song war vorher. Also in dieser Woche, ja. In dieser Woche am Donnerstag. Jetzt weiß ich nicht, ob es überhaupt möglich ist, dass jemand kommt oder... wir machen es einfach im Familienkreis. Ja. Selbst meine Familie können nicht alle kommen. Der Franz Josef hatte eine sehr große Operation jetzt an dem Freitag, wo meine Mutter gestorben ist. Es war der 19. Juli, das ist auch der Tag, wo Vater den Unfall mit dem Helikopter hatte. Es war auch 19. Juli. Ja. Also irgendwo kommt mir das in den Sinn, ja, dass meine Mutter an diesem Tag ging. Ich weiß nicht, wie das ist, ob von euch jemand kommen kann. Weil Also, Donnerstag wird auch sehr heiß, es sind 33 Grad angesagt, auch am Freitag. Was meint ihr? Ja, das soll, also natürlich wollen wir da, möchte jemand von uns da hinkommen. Also wir denken, dass wir es um 3 Uhr machen. Ja. Es wird etwa so eine Stunde dauern, oder? Und dann hinterher vielleicht noch einen Kaffee und einen Kuchen und dann... Wann du fährst du nach Hause? Ich muss morgen meine Reha antreten und ich werde aus der Reha heraus nach Hause fahren. Okay. Schauen wir noch. Wir informieren euch dann. Ja, ich weiß nicht, wenn es für euch besser wäre, es schon um 2 Uhr, aber das wird dann für mich zu knapp. Aber ich komme dann auch mit dem Zug. Ne, 3 Uhr ist schon okay. 3 Uhr. Und einfach also sehr familiär werden wir das machen. Falls jemand von euch kommt, vielleicht, wir werden es wieder so in Form von Zeugnissen auch machen, dass wir erzählen über die Mama, dass jeder der Teilnehmer oder wer ein Lied singen möchte oder etwas beitragen. Ja? Vielleicht lasst ihr uns wissen, dass wir so ein bisschen planen können. Okay, danke. Jetzt kommt die Kollekte, ja, jetzt singen wir noch zur Kollekte. Unsere Väter und Mütter. Lass es uns vollenden im Verein.
himmlischen Eltern, vielen herzlichen Dank. Auch für die Predigt, für das Zeugnis. Wir spüren, dass Korea wirklich das auserwählte Land ist und wir wünschen so sehr, dass Korea wirklich von dir geführt werden kann in allen möglichen Arten und Weisen. Es hat sich so schnell erholt aus dem Nichts, total zerstört im Koreakrieg und blüht jetzt auf, unvergleichlich. Und wir wünschen uns, dass es auch innerlich aufblühen kann, dass es der wahren Mutter folgen kann. Und so wie jetzt Albanien sich öffnet für die wahren Eltern, möge auch sehr bald Nordkorea sich öffnen für die wahren Eltern. Adieu. Noch ganz kurz. Hi, we are here from Germany and we want to see the reunification of South Korea and North Korea. Nochmal ganz kurz, eine Minute. Zum Abschluss, wir hatten bisher immer, wenn ihr euch erinnern könnt, da an der Wand hing bisher immer diese Fahne. Ja, Susanne hat sich darum gekümmert, aber es lässt sich nicht mehr so gut reparieren. Die Fahne hat da ein Loch. Ja. Und wir wissen ja, wie wichtig für die wahre Mutter auch Fahnen sind. Ja. Sie übergibt manchmal Fahnen an Zentren und Länder und deshalb wollen wir unbedingt wieder eine Fahne aufhängen. Ja. Die würde vielleicht, seid ihr einverstanden, dass wir die Fahne wieder da anbringen oder vielleicht da. Ja? Ja? Hier, da wahrscheinlich. Ja? Okay. Weil die hat leider, ich weiß nicht, was da passiert ist. Das sind Bügeleisen. Das ist synthetisches Bügeleisen, hast du weiß. Ah, okay. Braucht es so große oder so groß? So wie die kleinere. Die kleine ist am besten. Also der Stefan und Jesu fahren ja